Hallo und herzlich willkommen bei Finnland Club. Ich stehe hier vor dem Krankenhaus in Kotka, ein Symbol für das Thema, um das es heute geht, nämlich um das Gesundheitssystem in Finnland. Viele von euch fragen sich sicherlich, wie läuft das denn eigentlich in Finnland ab? Wo sind die Unterschiede zum deutschen System? Wer bezahlt das, wenn du ärztliche Hilfe brauchst? Und wie funktioniert das überhaupt? Ich, der als Deutscher hier schon einige Jahre in Finnland lebe, habe einiges erlebt. Und darum geht es heute, um persönliche Einblicke und einige Fakten zum Gesundheitssystem in Finnland. Bleibt dran, viel Spaß! Das finnische Gesundheitssystem basiert auf dem Prinzip der öffentlichen Gesundheitsversorgung. Das bedeutet, der Staat gewährleistet die medizinische Grundversorgung für alle Einwohner. Jeder, der in Finnland seinen Wohnsitz hat und gemeldet ist, hat Anspruch auf diese Leistungen, unabhängig vom Einkommen. Die zentrale Säule dieses Systems ist KELA, die finnische Sozialversicherungsanstalt. Kela koordiniert nicht nur Zuschüsse für Arztkosten und Medikamente, sondern auch Krankengeld und viele weitere soziale Leistungen. Dies ist ein entscheidender Unterschied zum deutschen System, wo private und gesetzliche Krankenkassen parallel existieren. Ja, wenn du irgendwas hast, setzt dich ins Auto und fährst erstmal ins Krankenhaus. So geht das in Finnland natürlich auch. Eine Seite für die Ambulanzen und einen Parkplatz für Privatleute. Und dann kannst du hier in so eine sogenannte Tagesambulanz oder so ähnlich heißt das, hier reinlaufen, ziehst eine Nummer, kannst dich da hinsetzen, erstmal ohne Termin, wenn du was wirklich Wichtiges hast, ne? Ja, kommst hier an und dann Päivystys heißt das Ganze. Und dann kannst du auch schon deinen Weg laufen und empfangen wirst du meistens von einer Krankenschwester, die dann entscheidet, ob du zum Arzt musst oder nicht. Hier im Krankenhaus läuft das wahrscheinlich ein bisschen anders, weil hier fährst du ja auch nur hin, wenn du irgendwie größere Sachen hast, ne? Hast du so irgendwas Kleines, musst du natürlich zu deinem Arzt in der Gemeinde, wo du wohnst oder die dafür zuständig ist. In Finnland ist der erste Ansprechpartner bei gesundheitlichen Problemen in der Regel das kommunale Gesundheitszentrum, das sogenannte Terveyskeskus. Diese Zentren sind flächendeckend im ganzen Land verteilt, selbst in kleineren Gemeinden. Termine lassen sich bequem telefonisch oder immer häufiger auch online buchen. Das Konzept des Hausarztes, wie man es aus Deutschland kennt, ist hier weniger ausgeprägt. Stattdessen sind die Terveyskeskus die zentrale Anlaufstelle für allgemeine medizinische Anliegen und Überweisungen zu Spezialisten. Ein Vorreiter ist Finnland im Bereich der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Alle Gesundheitsdaten, von Befunden über Rezepte bis hin zu Röntgenbildern, sind zentral in der Plattform Omakanta gespeichert und für den Patienten jederzeit einsehbar. Hier kann man nicht nur die eigene Krankengeschichte verfolgen, sondern auch direkt mit Ärzten kommunizieren. Während in Deutschland die elektronische Patientenakte noch in den Kinderschuhen steckt und vieles per Fax läuft, ist Omakanta in Finnland längst Alltag. Das spart Bürokratie, beschleunigt Prozesse und erhöht die Patientensicherheit. Die Kosten für einen Arztbesuch im öffentlichen System sind in Finnland erstaunlich niedrig. Für Erwachsene fallen pro Besuch lediglich zwischen 20 und 30 Euro an, und das nur für die ersten 3 Besuche im Jahr. Ab dem 4. Besuch sind alle weiteren Termine kostenlos. Kinder und Jugendliche sind generell von Zuzahlungen befreit. Auch viele Medikamente werden über KELA bezuschusst. Das System ist denkbar einfach. Das Rezept wird digital in die Patientenakte übermittelt und in der Apotheke genügt die Kela-Karte oder die Ausweisnummer. Das macht die Gesundheitsversorgung für jeden zugänglich und bezahlbar. Tja, dann gibt es immer noch diese privaten
Gesundheitszentren oder Gesundheitshäuser, so wie hier hinter mir zu sehen, die sind öfter in Einkaufszentren, in Keskus da, also in den Innenstädten und ja, da kann man entweder selbst bezahlen oder viele Arbeitgeber nutzen solche als Partner. Ja, und wenn dein Arbeitgeber einen Vertrag hat mit einem dieser Gesundheitshäuser, wie zum Beispiel Terveystalo oder ähnlichen, dann gehst du eben, wenn du irgendwas hast, was vielleicht mit der Arbeit zu tun hat oder du nicht arbeiten gehen kannst und eine Krankschreibung brauchst, dann gehst du eben dahin, wenn dein Arbeitgeber dich da versichert hat. Klasse, ne? Obwohl das öffentliche System sehr gut funktioniert, gibt es in Finnland auch private Ärzte und Kliniken. Diese werden oft für schnellere Termine oder spezielle Behandlungen genutzt. Viele Finnen verfügen über eine private Zusatzversicherung, die häufig vom Arbeitgeber angeboten wird. Diese Versicherungen decken dann Leistungen ab, die über die öffentliche Grundversorgung hinausgehen oder ermöglichen den Zugang zu privaten Anbietern. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass die exzellente Grundversorgung auch ohne eine solche Zusatzversicherung für alle gewährleistet ist. In internationalen Vergleichen erzielt Finnland regelmäßig Top-Platzierungen in Bezug auf die Patientenzufriedenheit, Behandlungsqualität und digitale Infrastruktur. Das System gilt als effizient und patientenorientiert. Dennoch gibt es auch hier Herausforderungen. In dünn besiedelten ländlichen Gebieten kann es zu längeren Wartezeiten kommen und der Zugang zu hochspezialisierten Behandlungen ist nicht immer sofort gegeben. Diese Aspekte sind wichtig zu beleuchten, um ein realistisches Bild zu zeichnen. Gerade für Deutsche, die nach Finnland auswandern, ergeben sich oft Fragen und auch Kritikpunkte. Das deutsche Gesundheitssystem wirkt im Vergleich oft überlastet und in vielen Bereichen noch nicht ausreichend digitalisiert. Während in Finnland die digitale Patientenakte Standard ist, wird in Deutschland noch viel mit Papier und Fax gearbeitet, was zu Frustration bei Patienten und Personal führt. Einige Deutsche bemängeln in Finnland längere Wartezeiten auf Facharzttermine oder empfinden die Behandlung als weniger gründlich. Dies liegt oft daran, dass das finnische System stärker auf Eigenverantwortung und einen minimalistischen Ansatz setzt. Untersuchungen und Überweisungen erfolgen nur, wenn sie medizinisch absolut notwendig sind. Auch die finnische Kommunikationsweise, die direkter und nüchterner sein kann, wird manchmal als kühl empfunden, ist aber selten unhöflich gemeint. Es ist eine Frage der Gewöhnung an eine andere Logik und Prioritätensetzung, die in Finnland als Stärke, weniger Bürokratie, weniger Überversorgung gesehen wird. Finnland beweist eindrucksvoll, dass ein modernes, effizientes und zugängliches Gesundheitssystem auch in einem Flächenland funktionieren kann, digital, schlank und mit minimaler Bürokratie. Es ist ein Modell, das Vertrauen schafft und die Eigenverantwortung stärkt. Was denkt ihr, wäre ein solches Modell auch in Deutschland denkbar und wünschenswert? Teilt eure Meinungen und Erfahrungen in den Kommentaren. Ich bin gespannt auf die Diskussion. Wenn ihr mehr über das Leben in Finnland, die finnische Kultur oder praktische Tipps für Auswanderer erfahren möchtet, dann schaut euch unbedingt meine anderen Videos hier auf dem Finnland Club Kanal an. Lasst ein Abo da, um keine neuen Inhalte zu verpassen und aktiviert die Glocke. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal im Finnland Club. Moi moi!